Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo. Was passiert eigentlich in den beiden Durchgängen zwischen Boss 2 und 3? Und wie komme ich an die nächsten Raid-Schlüssel? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, die für die Durchgänge und Turns out the Raid-Schlüssel Fifth wichtig Sons sind. have been operating a foundry. A floor technician got his hands on an open channel radio and called us for help. Nachdem wir Boss 2 getötet haben, laufen wir zu einem kleineren Kontrollraum vor der sogenannten Shotgun Alley. Rechts und links sind Türen, die zu den Wegen neben dem Wasserkanal führen. Wenn wir den zweiten Raid-Schlüssel erreichen wollen, müssen wir die folgende Mechanik abarbeiten. Der linke Weg führt zu einer Tür, durch die ein Changa spawnt. Dieser droppt einen Schlüssel, um die nachfolgende Tür zu öffnen. Auf dem rechten Weg gibt es zwei Türen, aus denen Dreiergruppen von Shotgunnern spawnen. Eine Tür befindet sich gleich vorne und die zweite Tür befindet sich im hinteren Bereich. Diese Ads versuchen, uns daran zu hindern, die Türen für die Teamkameraden zu öffnen, die links entlang laufen. Für die ersten beiden Türen auf der linken Seite müssen wir nämlich zwei Stromkästen zerschießen, die die Türen verschlossen halten. Aber aufgepasst, hier läuft ein Timer. Dauert es zu lange, bis wir den Changa getötet haben, lässt sich die Tür zur Schlüsselkiste nicht mehr öffnen. Deshalb hat sich bei uns folgende Aufstellung bewährt. Zwei Teammitglieder mit Damage Builds laufen auf der linken Seite. Die restlichen 6 Teammitglieder laufen auf der rechten Seite. Idealerweise kümmern sich auf der rechten Seite je 2 Spieler um die vordere Tür und 2 Spieler um die hintere Tür, aus denen die Ads spawnen. Ein weiterer Spieler kümmert sich um das Zerschießen der Stromkästen. Der letzte Spieler ist entweder der Heiler oder ein DPS-Backup. Sobald der Hebel im Kontrollraum betätigt wurde und die Türen aufgehen, laufen wir los. Zunächst wird der erste Stromkasten zerschossen und die erste Welle von Ads gekillt. Dann wird der zweite Stromkasten zerschossen, auf der linken Seite wird der Changa gekillt und rechts wird die zweite Welle Ads getötet. Nachdem wir den Türschlüssel eingesammelt haben, werden auf der rechten Seite noch die übrigen Ads gekillt. Danach können wir uns alle den zweiten Raid-Schlüssel holen. Hier würde es auch eine weitere Rucksack-Trophäe geben, falls du diese noch benötigst. Weiter geht es zur nächsten Passage, der Sniper Alley. Was genau passiert hier? Wir müssen die Scharfschützen, die im Kontrollraum gegenüber der Brücke spawnen, schnellstmöglich killen. Dazu drehen wir zeitgleich 4 Rädchen bzw. Zulaufventile, um die Explosion im Kontrollraum auszulösen. Bevor wir die Rädchen drehen können, müssen wir zunächst 2 Rohre kaputt schießen, die den Weg auf die Podeste zu den Rädchen blockieren. Während wir dies tun, müssen die Scharfschützen die ganze Zeit über mit Hilfe des LMGs Kugelhölle unterdrückt werden. Einige Gruppen verwenden hierfür auch Fertigkeiten. Außerdem brauchen wir 2 Raketen, um die Rohre zu zerschießen. Hier gibt es zwar ebenfalls spezielle Builds, mit denen man dies tun kann, üblicherweise nimmt man jedoch 2 Raketen, die man manchmal sogar schon von Boss 2 mitnehmen kann. Hier gilt, wenn wir von den Scharfschützen erschossen werden und die Gruppe wiped, dann haben wir keine Chance, an den nächsten Raid-Schlüssel heranzukommen. Deshalb müssen wir schnell sein, sodass sich bei uns folgende Aufteilung bewährt hat. Ein Spieler kümmert sich entweder mit der Kugelhölle oder mit Fertigkeiten um das Unterdrücken der Scharfschützen. Alle anderen Teammitglieder laufen nach vorne zu den Leitern. Gruppe 1 klettert üblicherweise links die Leiter hoch, Gruppe 2 nimmt die rechte Leiter. 2 Spieler je Gruppe warten vorne bei den Podesten und helfen von dort aus, die Ads zu killen. Wenn wir noch Raketen brauchen, läuft ein Spieler je Gruppe nach hinten zum Ad, der eine Rakete droppt, sobald er getötet wurde. Mit der Rakete wird das Rohr zum Podest zerschossen. Sobald dies erledigt ist, klettern die wartenden Spieler auf das Podest, positionieren sich vor den Rädchen und warten auf die Ansage, wann die Rädchen gedreht werden. Nach der Explosion sind die Scharfschützen weg und man braucht nur noch die Zündkerze für den Generator einsammeln, mit dem wir an den dritten Raid-Schlüssel herankommen. Um an den nächsten Raid-Schlüssel zu kommen, müssen wir zeitgleich 3 Stromkästen zerschießen, die die Tür zum Schlüsselraum verschlossen halten. Die Stromkästen sind hinter 2 Klappen und einem Container versteckt. Damit wir die Stromkästen sehen können, müssen wir die Klappen und den Container mit Hilfe eines Generators bewegen. Für diesen Generator haben wir von den Scharfschützen eine Zündkerze bekommen.
Da wir zum Zerschießen der Stromkästen nur wenige Sekunden Zeit haben, muss ich pro Stromkasten mindestens ein Teammitglied zum Schießen bereit machen. Der erste Kasten befindet sich hinter einer Klappe in einem Raum auf der gegenüberliegenden Seite, den man durch ein Fenster einsehen kann. Der zweite Kasten hängt an einer Wand, vor der der Container steht. Und der dritte Kasten ist ebenfalls an einer Wand befestigt und wird durch eine Klappe verdeckt. Der Spieler mit der Zündkerze stellt sicher, dass alle Schützen bereit sind. Dann macht er einen kurzen Countdown und betätigt den Generator. Sobald die Stromkästen sichtbar sind, werden diese zerschossen. Hat dies bei allen 3 Kästen funktioniert, dann öffnet sich die Tür und wir können den dritten Raid-Schlüssel einsammeln. Das waren auch schon die beiden Passagen nach Boss 2. Nun geht es weiter zum Hochofen und dem dritten Boss, Williams. Wie du die Explosion vom Hochofen verhinderst und Williams besiegst, das erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.